Und hallo zurück. Ich hatte dann doch noch eine Möglichkeit gefunden, aus der Expedition rauszukommen. Es gab eine Möglichkeit, es vorzeitig abzubrechen. Ich musste jetzt nicht die Minuten absitzen. Ein Glück, dass, dass das vorbei ist. Und ja, Ballermissionen auf Dauer sind für mich nicht das Wahre, was ich gerne spielen möchte. Deswegen machen wir hier lieber mit der storybezogenen Mission weiter. Sprich mit Dylan in der oberen Etage. Sehen wir denn da? Irgendwo finde ich die Map auch wieder, wenn ich sie mal finde. Da. In der oberen Etage. Tja, so genau wird es mir hier nicht angezeigt, wo ich hin soll. Nur hier bin ich offensichtlich nicht richtig. Ist das die obere Etage? Da oben, wo der steht und die Wachen stehen alle? Mit Arish gibt es wahrscheinlich nichts Neues zu besprechen. Ich guck mal schnell. Extra security on your brother. No offense, but that dude is the scariest motherfucker I have ever laid eyes on. Like I said, though, no offense. Aha. Scariest Motherfucker. Das haben wir alles mit ihm besprochen. I have to go. Me too. You're not the only one who's busy, you know. Sprich mit Dylan in der oberen Etage. In der Geschäftsleitung, zentrale Geschäftsleitung. Ist er hier irgendwo? Aus der Map werde ich nicht großartig schlau, die hilft mir nicht viel. Great. Maybe I can get back to my office soon. I miss having a door to close on people. Ist er im Directors Office? Das wird ja wohl nicht sein. Ne, da geht's nicht zu der gelben Markierung. So ungefähr wird die mir doch hoffentlich anzeigen, wo ich hin muss. Ich laufe hier mal alles ab. Da liegt noch was. Das ist ein Radio, uninteressant. Die aus irgendwelchen Gründen ja nie angehen und mir nie was zu sagen haben. Ist er hier? Das... Ja. Wenn er so gut bewacht wird, dann klar. Also, das muss man aber echt mit Glück finden. Hat natürlich echt Glück. Nicht vorher irgendwie gespickt, wo es denn sein soll. Okay. Er ist vom Hiss befallen, aber es sieht irgendwie anders aus als bei anderen, wurde gesagt. Shit. That's Dylan. Can you hear me? Oh, come on, Dylan. I'm here. I found you. Do you know who I am? Oh, you know me. Say it. You are Dylan Faden's sister. He's talking in the third person. Always a good sign. Do you know who you are? Not Dylan. Trench and Darling made sure of that. I'm P6. P6. But I'm better now. The hiss made me better. Push the fingers through the surface into the wet. You've always been the new you. You want this Can you to stop be that? true. Please? Not exactly the reunion I'd hoped for. It feels good to say those words. I want to say them. They sound good. They make me feel good. Don't you want to say them too? No. Fuck off, no. You need to help me get this thing out of his head. If he is still in there, if there is anything left, you have to help me. You came in through the hole in you. We let you in. You've always been here. The only true. A copy of a copy of a copy of a copy. Stop it! Orangeville. Shit. Shit. He can see you. This is not safe.
We found Polaris together with my sister when we were very small, in Ordinary, in the desert, through the door opened up by the slide projector. But she didn't help when Trench took me away. She didn't give me any powers. All the powers are my own powers. She didn't help when they locked me up for years. After the song time for applause, we build you till nothing remains. The egg cracks and the truth will emerge out of you. You are home. The Bureau brought the slide projector back here with me. And the Bureau did what the Bureau does. They used it. And they found... They opened the door up to the hiss. That's the only thing I can thank them for. There. There it is. We stopped the Altered World event in Ordinary when we shut down the slide projector. And now the projector's here. An earworm is a tune you can't stop humming in a dream. Baby, 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 yeah. Just plastic. So safe. Nothing to worry about. Funny. I welcomed the hiss. I let it in. To get rid of her. The hiss set me free. Polaris is using you. The Bureau is using you. You are a puppet. You can almost hear our words, but you forget. If we shut off the slide projector, maybe that will stop the hiss. Your regulations. Maybe it's not too late for my brother. You must see the truth for yourself, Jesse. Sister. The horrible truth about the Bureau. The hiss is the better option. Go to the Prime Candidate program in the containment sector. I have the keycard to get you there. Salvador wanted me to have it. Wanted? Bullshit. I saw what the hiss did to Salvador. What it turned him into. Okay, Dylan. I'll go. I want to see the truth for myself. I'll go. But only to look for the slide projector. You can help me. We can end this. You are a worm through time. You are a worm through time. Finde das Primärkandidatenprogramm. Das werden wir versuchen. In der isolierten Verwahrung. Kann ich noch mehr mit Dylan besprechen? Oder versuchen? I don't know what else I'm hoping to find here. Dylan. Can we talk? I'd like to tell you about a dream I had last night. Off to a good start. Okay. I'm listening. I was back in Ordinary, before all of this happened. But in the dream, I was alone. It was just me. I was the only child. A girl. My name was Jesse Dylan Faden. But then the Bureau came and caught me, brought me back here, locked me up. Have you ever noticed that our names, Jesse, Dylan, they could be girls' names, boys' names, could be anything. Don't you find that weird? I find that weird. Sure. What the hell was that? Is he trying to mess with me? You are a worm through time. The thunderstorm distorts. Gibt's noch mehr Optionen? Maybe Dylan's still in there. Maybe there's a way to reach him. I'd like to talk to my brother, please. Dylan? Dylan would like to tell you about a dream he had just now. This again? Das ist ein anderer I Traum was wohl. going to be the new director of this place.
I helped you get a job here so that we could be together. You were an office assistant. You'd make coffee and deliver the mail, and there was always plenty of work to do. And it stayed that way forever and ever. It was nice. Really nice. That's debatable. But here's the strange thing. The dream shifted, and none of it was real anymore. It was a game. We were in a game, and it was a fucking boring game. But you couldn't stop playing. And then it shifted again. Or maybe it was another dream already. Or maybe I'm just confusing them. But in this other dream, it was more like a musical. This is an ordinary song about an ordinary girl from an ordinary town. It's the ordinary story. She worked an ordinary job in an ordinary office. Something. And that's all I can remember of that dream. Maybe that's for the best. Okay, produziert er jetzt weiter solche Fragmente, die uns nicht wirklich weiterhelfen? Weil ich werde es natürlich anhören, aber ich gucke mich mal schnell hier noch um, ob hier irgendwas anderes ist in diesem Raum. Aber es sieht nicht so aus. Wir nehmen natürlich jede Information mit, die wir von Dylan bekommen können. Wir wissen ja vorher nicht, ob sie uns vielleicht mal nützen könnte. Maybe I can learn more about the hiss from him. Can we talk? I just had an interesting dream. Shit. That's fascinating, but let's talk about the hiss for a change, yeah? This dream was about the hiss. Best I'm gonna get. In my dream, the hiss had broken free of this prison, this house. I'd set it free. And the president himself was there to welcome us. He was the first one to take the hiss in. Spread the word. At first, many people thought it was horrifying. That he was horrifying. But also, many people who heard his words wanted to welcome the hiss in. And slowly, more and more of them came around until the whole world was brought together by the hiss. It was wonderful. Okay. Thanks for sharing that. For the record, that will never happen. Not as long as I'm alive. Okay, es geht immer noch weiter mit. Maybe I'm just here to punish myself. Any new dreams you'd like to share, Dylan? I'm glad you asked, sister. This dream, like all dreams now, felt very real. Like reality. And reality now feels like a dream. Maybe it's all a dream. Maybe it's all real. Dream where my brother endlessly tells me about his dreams. I was in a dark place, and there was a dark man there. His name was Mr. Door, and he told me that there are many worlds, side by side, on top of each other, some inside of others. In one world, there was a writer who wrote a story about a cop. In another world, the cop was real. Den kennen wir Door doch. said he himself was in all of them at the same time, endlessly shifting between them. I asked him how I could reach these worlds. I wanted to bring the hiss there.
but he didn't want to help me. He didn't like the idea. What did he know? I'm not wild about the idea myself. Through time, the thunderstorm distorts. Dann machen wir mal weiter. Das wird eine gemütliche Folge für mich. Once more with feeling. Let me guess. You want to tell me about your dream? Yes. Yes. In fact, I'm having a dream right now. Oh. That's new. In this dream, I'm standing in the corner watching Jesse and Dylan talk about this very dream. This very dream! He said just now! And repeated it again now! I'm standing there and watching, and that's all I can do. It's as if I'm trapped there. And that's all I have to say about that dream. Okay, Dylan. That's good. Wenn er Is jetzt... he still in there? Or is this the hiss playing mind games? Weiß auch nicht, aber ich bin gespannt, wie weit die Autoren es getrieben haben. Aha, jetzt gibt es keine Dialogoption mehr. Die nächste Steigerung wäre dann, dass er uns erzählt, er träumt gerade, dass er träumt, wie wir hier vor ihm stehen. Das träumt er und Traum und Wirklichkeit sind so eine Zehntelsekunde gegeneinander versetzt. Ich glaube, weiter kommen wir hier nicht. Dann sollten wir jetzt wirklich zum Primärkandidatenprogramm gehen, in die isolierte Verwahrung. Containment-Sektor hieß das, glaube ich. So, und zum Glück ist ja hier der Fahrstuhl nicht weit. Boardroom ist da, Fahrstuhl ist da vorne. Welche Treppe nehme ich? Ich nehme die. Gibt es vielleicht noch eine Option mit Emily? Sagt sie was Neues? Können wir ihr was Neues sagen oder sie fast fragen, nachdem wir mit Dylan gesprochen haben? Sieht fast so aus. How are you doing, Jesse? It can't be easy seeing Dylan like this. Aha. I'm fine. What can you tell me? Is he still human? Or is he his? I've taken numerous tissue samples and have tests running as we speak, but from the initial data, he looks healthy. I only see corruption in a superficial way. What does that mean? I don't know. This is all new, but if he's like you, maybe Polaris is preventing total Hiss takeover. Or maybe this is just a new form of Hiss. We've already seen how it affects people in different ways. Dylan told me he let the hiss in. Does that change anything? Voluntary conversion. I mean, hypothetically, that could affect the mental state post-corruption, as well as the extent of biological alteration. But again, this is new territory for me. I'll need time. You won't have it. I'm gonna shut down the slide projector. That's how the hiss are getting in. Once I close it, this should all be over. Jesse, we don't know how this works. If you sever their connection to the source, it could cause a terminal chain reaction. Every Hiss-corrupted individual dead. Better that than what Dylan is now. I'm shutting it down. This has to end. Whatever happens, happens. Okay, just let me know how I can help. Thank you, Emily. Okay, ich nehme an, die weiteren Dialoge, die wir mit ihr führen können, kennen wir schon. Hi, Gucken Jesse. einmal schnell. Ja, das haben wir alles durch. I should get going. Don't let me hold you up. Bye for now. Bye for now. Ich glaube, irgendwelche Punkte, die wir ausgeben können oder sollten, haben wir nicht. Können ihn nur schnell einmal speichern. Ja, einen Fähigkeitspunkt haben wir, für den kriegen wir nicht viel. Da müssen wir noch ein bisschen mehr ansammeln. Da geht's zum Sektor Elevator. Wir wollen
in den Isolationssektor. Waffe ist gezückt. Dreh, wie man sieht. Nein. Suche gerade wieder die Map. Das kann ich mir doch nicht merken. So, mein Ziel sehe ich. Und wo bin ich angekommen? Ganz unten. Okay, ich muss erstmal weiter durch Logistik. Und irgendwo zwischen Logistik und Sicherheitsbüro rechts rüber. Erstmal geradeaus und bei erster Gelegenheit rechts. Was ist hier passiert? Oh ne, das ist ein... Ich dachte, das Bild sei verbrannt, aber es ist nur ein seltsam ausgebrochenes Fenster oder so in einem Mauerwerk. Oh, oh, oh. Diese Wolken, die werden mir bestimmt noch mal zu tun geben. Was ist hier los? So, ich habe dich übernommen, Kollege. Oh Mann, das Ding verfolgt mich. Die Granate flog mir hinterher. Zum Glück habe ich die Schadenswirkung bei mir ein wenig beschränkt. So, kann ich den Schweber übernehmen, bitte? Den kann ich offensichtlich nur killen, aber nicht übernehmen. Oh, oh, oh. Jetzt hätte ich ihn übernehmen können. Das war's. Was höre ich denn? Ach, das ist wahrscheinlich mein Übernommener, der sich gerade verabschiedet hat. Da ist ein Shelter, den ich mit Sicherheit noch nicht geöffnet habe. Denn hier unten war ich noch nie. Ich gucke mich auch mal in den Büros um. Da geht's. Ich weiß nicht wohin, das werden wir rausbekommen. Erstmal Shelter. Man sieht, der Container hier ist noch unten. Der ist geöffnet. War ich hier doch schon. Wann war ich denn mal hier unten? So, ich muss jetzt links durch Logistics. Da unten ist ein Save Point, wenn ich ihn erreiche. Es sieht natürlich so aus wie Räumlichkeiten, die ich schon kenne, aber ich denke aus anderen Stockwerken. So. Wir haben auf jeden Fall mal unseren Fortschritt gespeichert. Und jetzt geradeaus und irgendwo rechts rüber. Es kann sein, dass am Sicherheitsbüro die Treppen im Norden raufführen auf die Etage, auf die ich muss.
Security und Panoptikon. So, irgendwo da oben ist mein Ziel, aber hier gibt es noch keinen Durchgang dahin. Die Wall of Honor, ja, hier war ich doch schon mal. Das ist mir doch durchaus nicht unbekannt. Wann war ich denn im Containment-Sektor? So, und die Treppen, die führen mich dahin, wo ich will. Gucken wir kurz einmal in den Shelter. Auch da ist der Container geöffnet. Ja klar, hier war ich also. So, diese Treppen führen noch nicht ganz zum Ziel, aber die hier, die führt mich auf die richtige Etage. Jawohl, und jetzt erster Gang hier links. Nee, erstmal geradeaus weiter. Warte mal. Oh. Ein Darling. Haben wir nicht gleich ein Sammelobjekt dafür, ein Multimedia-Objekt? Gucken wir es uns doch hier an. Oder Salvador Sicherheitsanordnung, ist es das? Salvador, Head of Bureau Ja. Security. I'm making a formal security order due to the incident in April, case number 21HQ593. Improper use of the jukebox altered item led to 2 fatalities. We believe a pair of agents used the jukebox to travel to the quarry threshold and engage in inappropriate workplace. Ja, das müssen wir aber nicht nochmal anhören. Den Darling hier, den haben wir offensichtlich auch schon mal gesehen. Der startet immer, wenn wir diesen Raum betreten. Oh, toll. Da haben wir gleich wieder... So, die explodierenden Quallen, die von mir sogenannten. Hatte ich da gerade einen Angestellten aufgehoben. So, bei geringster Beschädigung explodieren die gleich. Muss aufpassen, dass ich da nicht zu nah dran bin. Bisschen Gesundheit gibt's noch. Viecherdichte lässt nach. Ach, das sind so teilweise seltsam transformierte Angestellte in ihrem Schlafzustand. Was ist mit dieser Aktentasche? Kann ich nicht nehmen. Ist offensichtlich nichts. Geh und bring deine eigenen Leute um. So. Ich habe Materialien gefunden und muss mich hier mit Hilfe der Map weiter orientieren, wie ich da zu dem gelben Fleck komme. Das setzen wir im nächsten Video fort. Bis dahin, ciao, ciao.